Der Weinsberg Cara Suite 700 ME. Ja, Modelljahr 2021. Die Messe auf dem Caravansalon ist Freitag noch nicht so stark besucht, aber wir sind mit der Kamera da und haben zwei Spezialistinnen. Ja, eine angehende Camperin, die mehr und mehr Spezialistin wird. Ja, ich grüße dich. Dein Name? Patricia. Patricia. Sie kommt aus Rheinland-Pfalz und du kommst aus? Braunschweig. Aus Braunschweig. Genau. Das liegt in? Niedersachsen, ja. In Niedersachsen, ja. Ja, wir kommen ja aus dem Saarland, wir haben ja keine Ahnung. Nee, Quatsch. Braunschweig liegt in Niedersachsen. Ist es direkt an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen oder ist es weit weg? Das ist weiter weg. Das ist zwischen Hannover, ist ja ein großer Begriff, und Wolfsburg. Da so zwischen liegen wir. Sehr schön. Du verkaufst Wohnmobile tatsächlich, ja. Du liebst Wohnmobile, hast du mir erzählt. Du magst den Job. Das bedeutet, du arbeitest ja in der Freizeitindustrie, aber sowas wie im Jahr 2020, der Ansturm, das hast du noch nie erlebt, oder? Nein, das stimmt. Also das ist dieses Jahr wirklich außergewöhnlich und das freut uns natürlich auch. Krass. Ja, der ist es wie lang? Der hat jetzt um die 7 Meter. Ja. Einzelbetten. Einzelbetten, das werden wir gleich mal sehen. Genau. So, und der ist teilintegriert, das heißt das Fahrerhaus, das kann ich in verschiedenen Farben haben oder ist es fix? Nee, das gibt es entweder in weiß oder in so einem Grauton. Fiat Ducato, das ist das meistverkaufte, ich glaube der meistverkaufte Transporter Europas, ist so die Brot- und Buttersau, nenne ich jetzt mal im Wohnmobilbereich, aber er ist richtig gut, oder? Ja, das stimmt schon. Also wenig Probleme mit und die Motoren sind verlässlich, lassen sich super fahren, auch als Schalter. Das ist ja auch für viele immer so, ja, lieber Automatik. Es gibt jetzt Automatik, 9-Gang Automatik, Genau. ganz neu von ZF. Ja. Tolle Sache, ja. Da steht ja jetzt auch Leichtmetallfelgen. Ja, der Preis, wie liegt der ungefähr? Sollen wir mal kurz schauen? Um die 60.000. Um die 60.000. Genau. Sag mal, wenn man hier auf der Messe kauft, gibt es da immer noch einen kleinen Rabatt dann? Ja, Für es die- gibt Sonderaktionen, Rabatte und das richtet sich dann. Da kann man ordentlich was abgreifen am Ende. Ist das wirklich so? Ja. Im Moment denkt man ja Corona, das ist so ein Verkäufermarkt. Ja, die Käufer haben nichts mehr zu sagen, aber es ist schon noch so, dass die Leute da, ich sag mal, noch ein kleines bisschen handeln können. Oder wie sieht das aus? Ist da immer der Listenpreis gesetzt im Moment? Nee, Nein. da geht noch ein bisschen was. Ja. Sehr schön. Wir sagen mal nicht wie viel. Komm mal mit. Jetzt zeigen wir es mal gerade von außen. Ja, man sieht das direkt. Wir haben ein ganz großes Aufstellfenster mit drin, das man sehr, sehr schnell öffnen kann. Das muss sich nicht kurbeln, das erste oben, oder? Das ist einfach zum Ausklipsen und dann lässt sich das hochstellen. Sehr, sehr einfach. So, und dann das Wichtigste, ich habe AdBlue. So, und das heißt, AdBlue bedeutet ein Harnstoff, der zu dem Diesel zugemischt wird, damit die CO2-Werte runtergehen. Genau. Das wird unten getankt, kriege ich mittlerweile auch zum Zapfen, habe ich gesehen. Also nicht nur die Kanister. Nee, das gibt es ja an jeder Tankstelle mittlerweile auch. So, kommt näher und näher. Ja, die Aufstellfenster, die kenne ich aus dem Wohnwagenbereich. Weinsberg baut auch Wohnwagen. Weinsberg baut auch Wohnwagen, ja. Die sind auch hier ausgestellt, aber gucken uns heute mal. Ja, das System mit der Reinigung ist hier sehr einfach vom Tank. Das heißt, ich kann mit der ganzen Hand rein, wenn du es mal kurz mal zeigst. Ja, hier ist die Serviceklappe. Ich weiß nicht, ob es das geht. Sie ist nicht so fest zu. So, da kann ich dann reinfilmen und kann den Tank dann auch reinigen. Also das funktioniert gut. Ich kann die Hand hier gut bewegen und komme überall ran. Und im Winter könnte ich dann quasi das offen lassen, damit er auch trocknet innen, oder? Ja, genau. Hier ist der Stromanschluss. Da ist die Durchführung wahrscheinlich nach unten. Ja, da ist die Klappe. Da sieht man es. Und da ist die Entwässerung. Das heißt, ich kann dort die Tanks ablassen. Das heißt, das Wasser, das geht nicht in den Boden rein, wie bei vielen Wohnwagen, sondern da ist ein Tank, der das auffängt. Genau, ein Abwassertank, der hat um die 100 Liter Fassungsvermögen. Der ist mit drin. Und der Tank selber, der Frischwassertank? Der Frischwassertank hat 110 bis 120 Liter. Sehr schön. Ja, hier ein ganz anderes Konzept. Die Garage ist ein bisschen größer. Auch die werden wir mal ganz kurz öffnen, dass wir das mal sehen. Und ja, gerade eben haben wir gezeigt, das waren Längsbetten, aber an der Seite mit dem Raumbad an der Seite. Und hier habe ich dann ja was ganz anderes. Das heißt, hier können Fahrräder rein. Hier können Fahrräder rein. Genau. Skier könnten rein, alles. Ja. Und was halt auch schön ist, ich habe einmal die Möglichkeit mit den Zorschienen, um Skier festzuzorn. Ich habe hier die Möglichkeit, ein super System, wo ich dann doch mal den Wasserschlauch draufpacken kann, das Stromkabel, dass mir hier nicht alles noch in der Garage rumfliegt. Hier vorne, ich gehe mal kurz rein. Der Boden ist auch sehr, sehr robust. Und von der anderen Seite kann ich es auch noch beladen. Licht habe ich auch drin, wie ich sehe. Ja.
So, hier könnte ich dann noch so ein Fahrradsystem noch reinmachen, wenn ich möchte. Das heißt, es gibt so Slider, aber großes Thema ist ja Gewicht. Das heißt, also man muss wirklich sparen, wenn man auf 3,5 Tonnen kommen möchte und man hat ihn schnell überladen, wenn man nicht aufpasst. Ja, kommt auch immer auf die Personenzahl drauf an. Also mit 2 Personen sage ich immer, da gibt es keine Probleme. Aber ja, da muss man sich halt dann immer bewusst drüber sein, dass es nur eine bestimmte Zuladung gibt. Ja, die Rückfahrkamera, ich glaube, bei dem ist das schon Muss, oder? Ja. Das heißt, ich kann also von hinten direkt sehen, was passiert. Das wird dann ins Autoradio eingespielt? Genau, das ist auf dem Display, auf dem Autoradio dann auch schön abzulesen, meist so 7 Zoll. Da kann man dann gut erkennen, was hinter einem passiert. Ja, so Vanlife. Es gibt ja so Leute, die sagen, ja, da steige ich gar nicht ein, das ist so die weiße Ware. Hast du das schon mal gehört, das Wort? Nee, ja, es gibt so 4x4 Camper, die bauen sich die selber und die sagen, das hier ist so von der Stange alles, ja. Aber ich sag mal, was ist so die Intention? Was erzählen die Leute, warum die jetzt gerade auf einmal campen wollen? Sie haben es die letzten 50 Jahre nicht gewollt und jetzt wollen sie alle raus. Naja, man hat sein eigenes Zuhause trotzdem irgendwo dabei. Und dieses Jahr durch Corona, die Leute bleiben in den Regionen, die Leute bleiben in Deutschland und da macht das schon Sinn, dass man halt auch wahnsinnig flexibel ist. Wenn es an einem Ort mir gefällt es nicht, es ist mir zu voll, dann fahre ich halt einfach weiter. DoControl, klär mich auf, was ist das? DoControl ist ein Anschluss für 2 Gasflaschen, sprich wenn die erste leer ist, schaltet er automatisch um auf die zweite, ohne dass ich was anschließen, umbauen muss. Ja, ich sag nur Winterurlaub und erste Gasflasche ist leer um 3 Uhr nachts. Ja. Das ist hier schon eingebaut. Genau, das ist schon eingebaut. Kann man auch nachrüsten, muss man sagen. Ja. Aber ist natürlich ganz gut. Aber DoControl ist schon gut. Also ja. Das würde ich mitbestellen. Ja, ne? gerade wenn man halt wirklich viel campen fährt in Zeiten, wo es kalt ist, spart man sich viele Gänge nach draußen. So, wir haben es zwar schon gesehen, wenn du die Klappe nochmal aufmachst. Und ja, du darfst mal rein. Ich darf mal rein? Du darfst mal rein, denn dass die Leute einfach mal sehen, wie groß das ist. Wenn du einfach mal reinkrabbelst, 1,67 Meter ist sie groß und das ist echt groß, oder? Ja, das stimmt. Also man kriegt wahnsinnig viel rein. Fahrräder, Tische, Stühle ohne Probleme und ich habe noch Platz, alles andere ebenfalls zu verstauen. Also, ja. So, jetzt machen wir zu, jetzt sind wir so los. Komm raus. Aber das ist, glaube ich, ganz schön, wenn man das so sieht, die Tür alleine, so kann man sich nicht so richtig vorstellen, was da reingeht. Kann ich denn von innen nach außen, gibt's da eine Durchreiche? Nee. Bei dem Modell nicht. Hunde, sage ich jetzt nur mal. Ja, wenn ich jetzt einen Hundekorb mache genau. oder sowas, das ist ein anderes Modell. Ja, das ist bei den anderen Modellen dann. So, ja, gehen wir mal rein. Hier vorne ist noch das Klo, nehme ich an, dahinter, hinter der Klappe, das Chemieklo. Und das kann ich dann einfach rausziehen. Genau, Toilettenkassette. Hat Rollen. Hat Rollen, die entriegelt man und dann kann man... Zeig mal, jetzt wo wir schon da sind. Wahrscheinlich mit Loctite reingeklebt, ja, damit es keiner mitnimmt auf der Messe. So. Aber ich habe noch keinen gesehen, der das Klo mitgenommen hat. Weißt du, ob du das schon mal gesehen hast? Nein, das sieht aus wie ein kleiner Koffer. Das ist ein Koffer. Losziehen und meine Toilette entleeren. Da sind aber keine Schminksachen drin, sondern... Da drin ist dann... Die Fäkalien. Genau, und ja. So, das läuft so ab. Ich bin auf Stellplätzen, die haben meistens Entsorgungsstationen, Campingplätze sowieso. Genau. Und wir haben es ja eben schon kurz erwähnt, da ist Chemie drin. Ja. Es gibt da auch ein System mit Sog, das geht ohne Chemie. Ist das richtig? Das heißt? Sog ist eine Toilettenentlüftung, damit keine Gerüche entstehen, genau, ja. Genau, da kann man sich mal schlau machen. Es gibt auch Trenntoiletten, die kann man nachrüsten, aber serienmäßig ist dann diese Chemietoilette mit dabei. Und wenn man die ordnungsgemäß entsorgt, ist das auch in Ordnung, aber auf keinen Fall irgendwo anders. Nein. Das ist so giftig für Organismen. Super, erstmal vielen Dank. Ja. Gehen wir mal rein. Ich zeige Ihnen noch mal kurz das Schild. Carasuite 700 ME heißt das Modell und hat eine Länge von 7,41 Meter. Das ist schon ordentlich, oder? Ja, da muss man schon ein bisschen gut fahren können. So ein bisschen üben. So, du gehst mal vor. Auch hier wieder eine unglaublich breite Aufbautür. Ja. Und ein widerstandsfähiges GFK-Dach. Das heißt, das Thema Hagelschaden ist hier kein Thema mehr, oder? Hagelsicher. So, der Teppich ist normal nicht drin. Das ist, glaube ich, hier der Messeteppich, genau, der drin ist. Das ist eine Sonderoption. Wenn du mal so lieb bist, Patricia, heb den mal hoch. Ich will mal gerade sehen, wie das Dekor da drunter ist. Ah, okay. So Längsdielen, die drin sind. So ein kleines bisschen Schiffsbodenoptik.
Und hier, ich sehe es schon, aber ich will es nicht verraten, das wird uns gleich mal die Maja sagen, denn hier gibt es was ganz Besonderes, denn die Patricia, die kann diesmal an die Decke, richtig? Mach mal mit der Hand. Das ist nicht ganz so hoch, oder? Ja, stimmt. Warum? Ist da ein Bett oben? Ja, da haben wir das Hubbett. Warte, ich gehe mal gerade darüber, dann kann man es besser zeigen. Genau, einmal drunter weg, das ist wichtig. Und dann kann ich das entriegeln und auch auf verschiedenen Höhen feststellen. Wenn der Knopf losgelassen wird, dann stellt er halt fest. Und ganz runter. Kopfstützen müssten halt demontiert werden, genauso wie das Kissen. Und dann haben wir nochmal 2 weitere Schlafplätze. Ja, das Coole ist, man kann es einfach wegklappen. Da ist auch ein Lattenrost drunter, wie ich sehe, Genau, und Rausfallschutz. damit die Kinder nicht morgen Genau. auf dem Boden landen. Ein Hubbett ist mit drin, das wird oft genommen, oder? Ja, gerade es ist eine super Alternative im Gegensatz zu dem Alkoven. Viele Familien können keine Alkoven fahren, weil man größere Führerscheine braucht, weil man nicht überall durchkommt und ja ein bisschen weiteren oder ein bisschen höheren Spritverbrauch halt auch einfach hat. Das hier ist die super Alternative. Man kann mit 4 Personen fahren, man hat Platz und spart sich im Gegensatz zum Umbau von der Sitzgruppe ja dieses ganze. Ich muss So, alles die umbauen. Auflagen können liegen bleiben, quasi Genau. tagsüber. Genau, das kann liegen bleiben. Ich ziehe es runter, lege mich schlafen, stehe morgens auf, mach's hoch und es ist weg. Super, wenn du mal so lieb bist, die Kopfstützen rausnimmst, denn die Patricia muss das jetzt mal testen. Oder hast du keine Lust? Doch, auf jeden Fall. Also das hat mich jetzt so überrascht, dass da noch ein Bett oben drauf ist. Hast schon gewundert, dass es nicht ganz so. Das heißt aber für ganz große Leute, die müssen sich unter dem Bett ein bisschen ducken, oder? Ja, man muss also, es ist ja jetzt nicht ganz oben, aber Einen Tod stirbt man immer. So, stimmt. das ist so. Ganz draufdrücken. So, und jetzt, okay. Wenn ich es mal ganz kurz zeige, das heißt, es liegt dann praktisch hier auf. genau. So, und hoch könntest du jetzt einmal auf der anderen Seite. anderen Seite? Genau. Man kann auch drunter durch, das heißt, der Notausgang Ja. ist immer noch frei. Und man hat eine Leiter Ja. noch einmal, damit man halt bequem ins Hubbett steigen kann. Ja, die Patricia, die geht ins Fitnessstudio, die kommt da so rein. Das machen viele Kinder auch so, oder? Ja. Ja, ich habe hier auch ein Fenster. Ein Fenster. Warte, ich gehe mal einen Schritt zurück, dann sehe ich es besser. 1,67 Meter bist Ja, du. genau. Ja, für 2,20 Meter nicht geeignet, oder? Nein, also eher schon für kleinere Leute oder halt Kinder ist das eine super Alternative. Jetzt muss man sagen, keiner schläft ja so ganz ausgestreckt. Die meisten, die winkeln sich ja so ein bisschen an. Ja. Und dann sind selbst Leute mit 1,80 Meter sind auf einmal nur, ich sag mal, 1,70 Meter und 1,60 Meter. Also ist wirklich so. Oder ist es bei dir so, dass du schnurgerade im Militärstil schläfst? Nee, eigentlich nicht. Ich bin sogar eher der Bauchschläfer. Wie Bauch? So irgendwie. Okay. Ist das gut, die Matratze? Ja, sehr gut. Okay, ist auch wichtig. Ist das so, dass die Leute schon mal Probe liegen? Ja, also gerade weil das Hubbett eine Sache ist, die viele witzigerweise gar nicht kennen. Die sagen, oh, das müssen wir jetzt erstmal testen. Oder halt auch Kinder, die finden das sowieso super. Oh, ich kann mein Bett runterziehen. Ja, ist auf jeden Fall gut, dass man alles liegen lassen kann. Es gibt nichts Schlimmeres wie umbauen. Wir hatten mal einen Wohnwagen, da musste dann immer die Sitzgruppe umbauen mit allem drum und dran und das nervt irgendwann. Irgendwann lässt man die Sitzgruppe so und dann hat man gar keinen Platz mehr drin. Schön. Ja, komm doch mal runter bitte. Da sieht man, da ist sogar eine Stromleitung mit drin, wahrscheinlich für die Lampen, die da eingebaut sind unten. Genau. Da ist Beleuchtung drin. Ja, gut ist auch, dass das Fenster drüber ist. Das heißt, man hat immer noch ein bisschen Licht dann. Schieb noch mal hoch bitte. Ja. Spannend mit der Maske. Ja, ist auch was ganz Neues jetzt mit der Maske, oder? Mit Ja, das stimmt. Corona. Also kennt man nicht so häufig. So, ich verweise da übrigens mit den Bedienteilen und so weiter noch auf andere Videos, wo wir schon gedreht haben. Unter anderem, wie war der Name von dem ersten, den wir hatten? Paraloft. Der Karaloft. Da haben wir das gezeigt. Ja, in dem Hubbett sind Schränke drin, die gehen rauf und runter. Die gehen mit rauf und runter, genau. So, das heißt, hier kann ich mich dann hinsetzen. Wenn ihr euch beide mal hinsetzt kurz. So, und die Maja müsste einmal uns mal helfen. Das heißt, die Kopfstützen kommen nochmal rauf. Und den Fahrersitz kann man auch drehen, oder? Den Fahrersitz kann man drehen? Ist das schwer? Nein. Also, ich setze mich drauf, ziehe den Hebel und So, hier wieder der Hier. Gag des Jahres. Sie kommt ja nicht an den Tisch ran.
Sie. Ach so, ja. Sie hat es verstanden. Das kann man einfach rausschieben. Genau, den kann man einmal ausklappen. Und so, Jetzt und so komm ich geht's. Okay, das heißt also, ich kann mit 4 Leuten locker hier fahren, aber so richtig schön ist es dann zu zweit. Ich glaube, da hast du richtig Platz, oder? Ja, das stimmt schon. Aber ja, als Alternative für kleine Familien ist das ein super Grundriss. Oder Leute, die getrennt schlafen möchten. Das Oder geht ja so, auch. ja. So, jetzt gucken wir uns mal die Küche an, bevor wir uns das andere Bett angucken, weil das Bett ist ein richtiges Highlight. Das ist wie in den ganz großen Oder weißt du was, wir machen zunächst mal das Bett hin, dass wir das mal zeigen. Okay. Wenn du mich aufklärst, was ist das für ein Typ Bett? Das ist ein Einzelbett mit der Möglichkeit, den Umbau zur Liegewiese zu machen. Sprich, ich kann die Betten in der Mitte noch einmal ausziehen, ein Matratzenteil rein und habe dann hinten die komplette Fläche als Liegewiese. Patricia, du müsstest einmal kurz in die Dusche ausweichen. Nee, andere Seite. Da. Sie absoluter Neuling im Bereich Camping. Dann können wir das mal zeigen. Ich habe hier, Warte mal kurz, ich komme mal kurz zu dir. genau. Das war zu schnell. Also das ist die Option Das ist die Option. Standard Ja, mit dem Einzelbett. ja. Und dann gibt es die Möglichkeit, hier, Warte mal gerade. Man kann es nicht sehen, Maja. Das ist echt spannend, was du machst. Aber ich guck mal gerade, ob ich irgendwie rüberkomme. Man kann das ausziehen. genau, man kann, einmal gibt es eine Leiter dazu. Ja, Und dann ziehe ich das aus, lege das Teil dazwischen ja. und habe jetzt eine komplette Liegewiese. Komme trotzdem gut hoch, dank der Leiter. Es gibt ja Kinder, die schlafen auch bei den Eltern. Die können praktisch in der Ritze dann liegen. Genau, Oder ich habe ein riesengroßes Bett für mich ganz alleine, wenn Ja. ich allein unterwegs bin. Luxus. So, komm mal kurz raus, dann zeige ich es mal komplett. Du kannst drin bleiben, Patricia, denn du musst gleich mal drauf, musst wieder mal Betten testen. Da unten hat man auch sehr, sehr viel Stauraum. Okay, da auch rechts. Ja. Kannst auch zuziehen. Ja, das ist schon ein Bett, oder? Ja, das ist schon ein Bett. Groß. Ja, wie ist das, wenn die Leute das hier sehen, mit dem Hubbett und mit hinten dem Längsbetten, den großen, mit der Liegewiese? Ist das hier ein Favorit für viele? Definitiv. Das ist ein Favorit vom Grundriss her. Platz, Liegeplatz. Ich kann bequem mit 4 Leuten reisen. Also, So, hier ist die Dusche. genau. Hier ist übrigens auch die Leiter, das wollen wir gerade mal zeigen. Maja, wenn du mal so lieb bist, die kann ich oben einhaken, die Genau. Leiter, wenn also einer mal fragt, wie komme ich da hoch, Genau. Und dann wird die einfach eingehakt und man kann hochklettern. dann ist sie mit dabei. Und die ist auch aus Birkenholz, wie ich sehe, also das ist ordentliche Qualität. Ja. Gut, die muss ja auch halten. Ja. So, Dusche, ich habe eine richtig große Dusche mit drin. Die ist wirklich groß und ich habe ein getrenntes Bad mit Toilette. Ich glaube, was vielen auch entgegenkommt, gell? Wenn man Da mal gibt's sein... auch Ja, ein Top-Secret-Geheimtipp. was denn? Die Tür von der Toilette gilt gleichzeitig Das ist der Raumtrenner. als Raumtrenner. Ich höre dich nicht mehr. Das heißt auch akustisch. Sprich, ich habe wirklich 2 unterschiedliche Räume. Hat man kleine Kinder, man kann die zum Mittagsschlaf hinten hinlegen. Es ist ein separater Raum, man kann sich vorne aufhalten. Einer kann sich hinten fertig machen, der andere vorne und man hat einfach seine Ruhe. Das heißt, ich habe ein großes Raumbad, wenn ich hier zumache. Genau, dann ist es ein großes Raumbad. So, wenn du mal gerade so lieb bist, Patricia, geh mal rein. Ja. Setz dich vielleicht mal gerade aufs Klo, dass wir dich ein bisschen kleiner machen. Dann sieht man nämlich ganz gut. Und wenn du noch mal kurz reinkommst, Maja, ich brauche dich. Also das mit der Tür ist ja neckig, das kenne ich von Wohnwagen. Da merkt man, dass die Weinsberg aus dem Wohnwagenbereich Ja, kommt. Gell? das stimmt. Das ist da sehr beliebt. Das heißt, jetzt habe ich mein Raumbad, das kann ich mich hier schick machen, mit allem drum und dran. Da ist Milchglas in dem Fenster. Habe ein relativ großes Waschbecken. Ja, Wenn ich auf dem Klo sitze, das ist ja interessant, dann kann ich mich schminken quasi. Das heißt also, ich kann den benutzen, den Deckel, denn hier vorne habe ich einen großen Spiegel. Hallo? Ja. Nee, sie ist da. Es ist schon ein bisschen eng, oder? Im Vergleich zu, aber ist ja so, wenn ich jetzt eine kleine Wohnung habe, ist auch nicht viel größer. Ja, kommt so an meine Studentenbude. was Ist auch so. schön ist, den Klodeckel kann man halt komplett drehen. Sprich, Zeig mal. wenn man eine größere Person hat, die einfach mehr Beinfreiheit braucht, Effekt, drehe ich Ja. die Toilette und habe dann hier ja. komplett die Beinfreiheit. Okay, so, wenn man da mal... Sag mal, das Spülwasser von der Toilette, das ist fest angeschlossen dann an den Wassertank, oder? Das heißt, ich spüle mit dem Wassertank. Genau. Der hat jetzt keinen extra Tank oder so. Nein. Nee. Okay. Ja, rundum gut. Hier vorne hat man Fächer drin. Das ist gegen Rausfallen geschützt. Hier sehe ich aber Genau. direkt von außen, was drin ist. Ja,
Denn ich suche nämlich immer in den Fächern, was ist wo. Aber hier muss ich schon drüber klettern. Das heißt, um die Fächer dran zu kommen, ich habe eine Leselampe hinten drin, ich kann rausgucken, habe hier nochmal ein Fenster. Klimaanlage, ist das ein Thema? Fragen Leute nach? Kommt auch witzigerweise wirklich immer drauf an. Eher selten, aber wenn man natürlich Leute hat, die viel nach Spanien fahren, Italien im Sommer, da macht das dann auch schon Sinn. So, jetzt gehen wir mal alle raus. Wie komme ich denn raus? Achso, die Trenntür aufmachen. Und dann zeigen wir mal die Küche. Auch hier habe ich ja das neue Design. HPL-Küchenwand habe ich gehört. Ja. Ich muss mal nachgucken, Google, was das heißt. Ja. Und das Muster, das setzt sich komplett dann auf fort hier vorne. Und hier habe ich dann nochmal meinen Herd. 64.867 €. Viele finanzieren? Ja. Das ist ein großes Thema. Gerade jetzt dieses Jahr, es boomt, die Leute springen um. Und ist eine schöne Jetzt machen wir oben auf. Komm mal rein. Schön ist das gelöst mit dem Licht oben, gell? Ja, die ganze Ambiente-Beleuchtung, die indirekte Beleuchtung verleiht dem Fahrzeug ja auch einen ganz anderen Charme. Ihr habt schon viel gesehen an Qualität, was so Wohnwagen angeht, gell? Ja. Also Weinsberg ist schon etwas besser, oder? Ja, das stimmt. Also gerade für das mittlere Preissortiment ist Weinsberg wirklich eine super Lösung mit dem stabilen Aufbau, der Möbeltechnik, dem Aufbau ohne Holz. Es ist alles sehr hochwertig hergerichtet. Den großen Kühlschrank, also Den wir uns noch gar nicht gezeigt haben, das ist der neue, den man von beiden Seiten öffnen kann. Das ist ganz praktisch. Ich kann ihn also einmal. Ist der hier zu öffnen von beiden Seiten? Frag mal so frech. Oder kann man das umbauen? umbauen lassen kann man das, genau. Ah ja, man muss erst Das mal aufmachen von beiden Seiten. Das ist nämlich auch noch eine neue Technik, die habe ich selber auch noch nicht so oft gehabt. Und jetzt haben wir die. Wahrscheinlich ist er oben zu. Ah ja. Okay. Der geht wirklich von beiden Seiten auf. Das heißt, wenn ich schlafe und will mal kurz eine Cola rausholen, dann komme ich da dran und von der anderen Seite kann ich ihn auch öffnen. Genau. So, hier ist das Gefrierfach mit drin. Auch hier automatisch umschaltend. Auch hier automatisch umschaltbar, genau. Also automatisch Batterie, Gas oder am Landanschluss. Sag mal, Gas. Da sagen ja Leute, da habe ich schon viel gehört, die sterben dann, ja, das Gas tritt aus. Die Fahrzeuge müssen ganz regelmäßig zur Gaskontrolle, da macht ihr so Drucktests. Einmal jährlich gibt es die Gasprüfung, das ist Pflicht. Und es gibt ja auch noch verschiedene Optionen, die man wirklich dazu buchen kann. Es gibt Gaswarner, hinten die Do-Control. Ihr verkauft ja viele Fahrzeuge. Habt ihr schon mal einen Gasunfall gehabt im Auto? Nein, bisher noch nie. Wirklich noch nie? Nein, noch nie. Also das ist eher ganz selten, dass man das mal hört. Das ist Also wirklich unwahrscheinlich. sehr unwahrscheinlich, ja. Ja, toll. Wir gehen mal raus. Hier vorne das Cockpit zeige ich noch mal ganz kurz. Ihr könnt schon mal rausgehen. Das ist der Fiat Ducato als Schaltgetriebe, wie man ihn so kennt. Kann man nichts falsch machen. Und den Service machen sie übrigens beim Fiat-Partner und nicht bei dem Wohnmobil-Partner. Das habe ich gerade erzählt, den Service. Den Service wird das Fahrgestell, das mache ich dann bei Fiat, oder? Genau, das ist in jeder Fiat-Werkstatt möglich. Super. Hier steht er. Carasuite 700 ME. Ein richtig großes Wohnmobil, aber es sieht gar nicht so schlimm aus. Wahrscheinlich ist es der Grund, dass das Fahrerhaus und so, es wirkt noch recht kompakt, Ja, oder? genau, das stimmt. Ja, vielen Dank. Gerne. Maja Buchheit, richtig? Buchelt, genau, ja. Buchelt. Und sie kommt vom Brinkmann Caravan und Reisemobil aus. Braunschweig. Ja, ihr habt eine eigene Werkstatt auch? Genau, wir haben eine eigene Werkstatt, Vermietung und auch eine eigene Marke. Super, du hast es gut gemacht. Ich danke dir herzlich. Gerne.